Ein neues Bike von Husqvarna. Hier sieht man sehr schön das Crosstourer CT1 und das hier ist wieder mal so eins der sagenumworbenen Bikes, wo ihr im ganzen Laden gucken musstet, was ist denn das überhaupt für ein Baujahr, wie kommt denn das her und so weiter, weil hier stimmt nichts. Die Farbe ist irgendwie, habt ihr noch nie gesehen, die Ausstattung, man sieht es nicht auf den ersten Blick, das ist ein EP6000 hier drin, korrekt? EP6100, genau. 1100. Und es ist knatschneu reingekommen. Das ist wieder mal ein Bike, das so in die Richtung geht. Wir haben, ich sag mal, normale Fahrräder, die auch ins Gelände dürfen. Ich grüße dich, Nico Ockenfels. Grüß dich, Sven. Hi. Ja, das ist wirklich ein Hingucker, aber es ist eigentlich eine never-ending Story. Du weißt teilweise nicht, was die Spedition dir morgens bringt, oder? Ja, sage ich mal, durch die Avis weißt du das schon, aber es ist natürlich halt auch so, man muss sich mal vorstellen, wann haben wir solche Räder geplant, wann wurden sie bestellt und die Preisentwicklung, die wir natürlich halt haben, spielen halt auch eine große Rolle. Wir kriegen teilweise von manchen, nicht viele zum Glück, es sind nur ein oder zwei Hersteller, wo wir 21er Modelle halt auch immer noch bekommen, wo viele sagen, ja, das ist ja ein Auslaufmodell. Man muss immer dazu sagen, in dem Sinne reden wir nicht mehr von Auslaufmodellen, weil die Preisentwicklung hat schlussendlich dazu geführt, dass die Räder einfach viel, viel teurer geworden sind. Und selbst wenn ich jetzt ein Vorgängermodell habe oder ähnliches, war es vielleicht im Preis sogar noch günstiger. Hier haben wir jetzt ein aktuelles 2022er, jetzt erst reingekommenes Rad im September, Ende September 2022. Also auch hier nochmal die Relation zu sehen. In 3 Monaten ist es für uns kein Auslaufmodell, sondern es wird weiterlaufen in dem Husqvarna-Segment, weil Husqvarna in dem Modelljahr 2022 auch echt schlecht geliefert hat. Das wissen die auch, das wissen wir auch. Nichtsdestotrotz sind es tolle Räder, das darf man nicht vergessen. Die Crosstourer-Serie gibt es jetzt schon ein bisschen länger. Besonderheit einfach der Smart Sam-Reifen, der hier mit verbaut ist, der so gesehen natürlich halt die eierlegende Wollmilchsau ist zwischen Straße und befestigtem Waldweg. Ich habe eine Art Mittelsteg, seitlich aber auch das stollige Profil, um hier wirklich auch genügend Grip, Sicherheit und natürlich halt auch Auflagefläche irgendwo zu haben. Das hier ist das Einstiegsmodell, CT1. Man hat hier in den vergangenen Jahren immer so die Zahlen ein bisschen hin und her geschoben. Es gibt in dem Modelljahr 2022 genau eigentlich nur noch 3 Modelle aus der Crosstourer-Serie. Das ist das 1er, das 2er und das 3er. Wir haben ja auch CT5. Das ist im Prinzip aus dem Modelljahr davor, ist im Prinzip das baugleiche wie mit dem CT3. Also hier nicht so viel verwirren lassen. Es kommt wirklich immer ganz darauf an, was für ein Modelljahr wir hier haben. Und viele Räder wurden halt eher entweder gestrafft in ihrem Sortiment, weil man gesagt hat, okay, wir brauchen keine 5 Modelle, uns reichen halt auch 3, um die wichtigen Preispunkte abzudecken. Ja, endlich mal eine gute Schaltung, hätte jetzt der Chef von Tektro gesagt. Aber das ist ja wirklich für mich eine Premiere. Also Ja. das ist die erste Tektro-Schaltung, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja, also wir sehen neben den großen Playern, wir kennen ja nur Shimano und SRAM, alles andere kennt der Kunde ja nicht. Ich glaube auch manche Händler kennen diese Schaltung nicht. Wie ist der Name von der? Den Namen weiß ich explizit jetzt auch nicht. Also Tektro E steht drauf. wir haben eine Tektro-Schaltgruppe. Tektro ist ja bekannt im Bremsensektor unter anderem, also macht ja Shimano auch. Aber wir haben das Thema schon ein bisschen länger. Wir kennen auch Kassetten von verschiedenen anderen Herstellern, die immer mehr in den Markt reindrängen und zu unserem Verblüffen wirklich extrem gut funktionieren. Also wir sagen ja immer Shimano und SRAM, da geht nichts drüber. Das funktioniert oder der eine sagt, Shimano ist das Beste. Aber man muss diesen Produkten auch eine Chance lassen. Klar, wir kennen es jetzt nicht. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, wir sind sie ausgiebig halt auch mal gefahren und getestet. Gerade auf der letzten Eurobike sind diese Hersteller natürlich jetzt auch mit vertreten und wollen natürlich auch diese Produkte an den Markt bringen. Wir reden hier natürlich ganz klar über Lieferengpässe, Knappheit. Shimano konnte nicht liefern, SRAM kann nicht liefern und dann musst du einfach Alternativen haben, um deine Fahrräder ausliefern zu können. Und bisher, muss ich sagen, macht das Ganze einen wirklich wertigen Eindruck. Wir sind jetzt nicht im High-End-Sektor, das darf man nicht vergessen. Kannst du mir einen Gefallen machen? Ja. Kannst du mal draufsetzen und mal fahren, ob die geht? Ja, Weil ob es dir geht, wäre jetzt einfacher, dass ich sie einfach mal hier, wenn du auf die Seite kommst, einfach mal hier drüber bediene.
Das heißt, die schaltete auch richtig? Und sie wird auch nur mit dem Daumen geschaltet. Man sieht das hier oben. Warte, ich komme gleich. Das heißt, die Gänge wechseln sogar. Total smooth. Ja, sie kann schalten. Also ich bin verblüfft, dass die Tektro Ich zeig das mal. auch schalten kann. Das ist hier vorne. Das heißt, du schaltest nur mit dem Daumen. Wie geht das? Achso, es gibt 2 Hebel. Okay. Klar, das ist ja das, was wir von Shimano oder SRAM, ähnlich zu SRAM kann man eigentlich sagen. Aber du kannst mehrere Gänge hochschalten. Also praktisch. Also das ist eine Sternstunde des Deutschen Rundfunks. Wir sehen zum ersten Mal, also zumindest ich, mal eine Schaltung, gut abgesehen von irgendwelchen China-Kopien, die gibt es ja wie Sand am Meer, die dann, wenn die Leute sagen, ich habe noch nicht mal für eine Tournee Geld, ja, dann lasse ich die irgendwie nachbauen. Ist die mit irgendwas kompatibel? Das weißt du noch nicht, oder? Prinzipiell sind die in sich kompatibel. Also wir könnten auch eine Shimano-Kassette damit fahren. Das ist mir bisher schon so bekannt. Ja, das geht. Also das ist kein Problem. Klar, vom Schalter her, glaube ich, wird es nicht funktionieren. Da bin ich mir aber noch nicht hundertprozentig sicher. So tief in der Materie war ich jetzt auch noch nicht mit drin. War auch eine Überraschung, Du kannst ja auch nicht SRAM mit Shimano kombinieren, weil beide in einem unterschiedlichen Verhältnis funktionieren. Ne? SRAM funktioniert im Verhältnis 1:1 und Shimano im Verhältnis 1:2. Und das würde natürlich einen deutlichen Unterschied herbei. Von der Steigerung meinst du? Oder? Von der Wirkung her, ne? Also im Verhältnis 1:2 zu 1:1 und das ist nicht kompatibel miteinander, das ist ein komplett unterschiedliches Mach mir mal einen Gefallen, wenn du es mal gerade drehst um 180 Grad das Rad, dass der Ständer auf der anderen Seite ist, weil ich muss diese Schaltung mal im praktisch rechten Licht abbilden. Das ist ja, also ich habe es schon, das ist echt, ist das nur drauf gedruckt oder ist das wirklich eine Tektro? Das ist eine Tektro. Tektro. Also es steht mal in der Spezifikation und es steht mal auf dem Schaltwerk drauf. Also im Endeffekt ist ja immer das Entscheidende, dass es ein funktionierendes Produkt ist. Und auch ein Hersteller wie Husqvarna kann es sich nicht leisten, eine Schaltung zu verbauen, die nicht funktioniert. Müssen wir einfach so ehrlich sein. Es wäre bei uns genau dasselbe, wenn wir irgendwann mal feststellen würden, Mensch, die funktionieren ja gar nicht, oder auf die Langzeit gesehen. Langzeit haben wir jetzt auch keine Erfahrung, aber ich glaube nicht, und wir kennen es von den Bremsen her, und die funktionieren auch gut, dass der Hersteller hier jetzt komplett daneben entwickelt hat, um nur einfach schnell auf den Markt zu kommen. Die Möglichkeiten der letzten 2 Jahre waren umso größer, hier mit reinzugrätschen, in die Erstbestückung oder in die Erstausrüstung zu kommen, der Hersteller selber. Wir haben das auch bei H&F Nicolai, da werden wir auch nochmal eine andere Schaltung sehen, wenn das Rad kommt, weil auch SRAM nicht liefern kann, also musst du einfach eine Alternative haben. Dann gehen wir dementsprechend auf Microshift dann über. Also auch das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, aber im Schaltungssektor relativ neu. Rahmengröße, was haben wir hier? Rahmengröße haben wir hier, glaube ich, ein M, ja genau, Ein MM. 45 cm. Was sind das für Körpergrößen, was würdest du sagen? Wir gehen hier schon in die Richtung, sage ich mal, 1,68, 1,70, 1,75, die Richtung gehend. Kommt natürlich immer auf die Proportionen drauf an. Proportionen ist dann immer gemeint das Verhältnis zwischen Oberkörper und Schrittlänge dann auch. Ne? So, der Motor, was hat der für Power? Der hat 60 Newtonmeter. Also das heißt, der geht auch richtig gut. Die Personen, das ist übrigens was ganz Interessantes, die meistens etwas kleiner sind oft auch ein bisschen leichter. Das muss nicht immer so sein, aber allein wegen der Körpergröße. Und die leichter sind, brauchen noch nicht so viel Newtonmeter. Also das hat, mein Sohn hatte zum Beispiel ja diese kastrierte Schaltung von 20 km/h, kennst du ja. Der Akku hat gefühlte 200 Kilometer gehalten, weil der irgendwie nicht ging. Er kam aber überall hinterher. Man muss natürlich Folgendes sagen. Das Rad gibt es ja nicht nur in kleinen Rahmengrößen und für leichte Fahrer, sondern wir haben ja auch hier Herrenrahmengrößen, XL, XXL. All das ist ja natürlich halt auch vertreten. Da lachst du jetzt schon, ne? Also ich sehe es immer so, es kommt auf den Einsatzzweck drauf an. 85 Newtonmeter sind super, aber ich habe viele, die einfach sagen, es ist mir zu brachial. Ich will das einfach gar nicht. Ich will ein natürliches Fahrradfahrgefühl. Und dafür steht natürlich auch Shimano. Also so dieser Turbomodus, wie wir ihn beim Bosch haben, den Effekt, so diese wirklich brutale Beschleunigung, hast du bei Shimano einfach nicht. Auch nicht bei einem EP8. Ich bin das erste Mal EP8 gefahren. Ich war ein bisschen enttäuscht und dann bin ich aber, jetzt kam ein Aha-Effekt, meine Standardstrecke 10 Kilometer gefahren und da war noch nicht mal ein Balken weg.
Ja, also der hat schon Kraft. Ich meine, er hat auch wie alle anderen 85 Newtonmeter, nur spielt diese Leistung halt einfach aus. Er kann sie auch abrufen, aber wir sprechen einfach davon, das ist bei Yamaha eigentlich ähnlich, ein natürliches Fahrradfahrgefühl zu haben. Und das ist der Bosch Turbo-Modus bei weitem. So schön das ist und so viel Spaß das halt auch macht, aber es ist einfach kein natürliches Fahrradfahrgefühl. Ich bin noch nie einen CX gefahren. Ich muss unbedingt mal machen. Aber ich muss zur Schande gestehen, dass die Shimano-Motoren wirklich toll sind. Also Und sie sind leise. Sie sind so leise, dass man sie eigentlich gar nicht hört. Ja. Also wenn du die Windgeräusche, die du oben hörst, übertönen den Motor. Ja, also es ist wirklich so, der EP8 ist deutlich leiser, auch wie ein Performance CX. Nichtsdestotrotz sind es beides Top-Motoren, vom Aufbau ja irgendwo ähnlich, was den Elektromotor natürlich halt auch angeht. Aber hier jetzt gerade auch in dem Sinne, wir haben ja heute viele Räder oder wir drehen viele Räder, wo wir wirklich auf das Thema einfach gehen. Breitere Reifen, stolligeres Reifenprofil im Sinne von aber immer noch eine Art Mittelsteg. Hier wiederum die Kombination 27,5 Zoll. Und dann natürlich halt auch wirklich kleine Rahmengrößen, aber auch die gesamte Bandbreite, was die Formen angeht, vom Trapez, wie wir das hier haben, dem klassischen Diamantrahmen. Das heißt, das Oberrohr verläuft im Endeffekt eigentlich fast gerade. Das heißt auch CT1 dann? Ja, genau. Okay. Also das ist ein Trapez. Der klassische Diamantrahmen ist im Prinzip das klassische Oberrohr, wie wir es oben haben. Und dann noch der reine Tiefeinstieg. Herrenräder sind jetzt auch schon gekommen. Tiefeinstiegsvarianten kommen erst noch. Okay, verstanden. Das kommt auch noch mit der Ausstattung, wie es hier steht, Pedale dabei, Ständer dabei? Alles mit dabei. Also Alles so, dabei. das Rad ist komplett in dem Sinn, wie wir es kennen, mit dem Mietgepäckträger auch. Auch das hatten wir schon mehrfach angesprochen. Verschiedene Systemträger. In dem Fall jetzt das Mix-System. Und auch hier gibt es passende Taschen, Körbe etc., um da wirklich optimal ausgestattet unterwegs zu sein. Mach mal an, bitte, das Display. Das wir mal sehen. Kann man das beleuchten oder geht das automatisch an, die Beleuchtung, nachts? Die Beleuchtung Nein, siehst die du. Beleuchtung vom Display, meine ich. Die Hintergrundbeleuchtung. Ja, ich glaube nein. Ich glaube, sie ist permanent immer an. Du siehst es dann nur tagsüber nicht. Licht geht ja, jetzt war es oben angewiesen. So, das ist Licht. Das heißt, du schaltest das Licht auch über das Display wie bei allen anderen auch? Genau, das ist ja hier auch sehr großzügig dargestellt. Sag mal, kann man das manipulieren, dass man sagt, ich kenne die Software aus Amerika drin, das schneller fährt? Ja gut, Manipulationen sind ja immer in gewisser Art und Weise möglich. Ne? Also Ja, da, aber hast du eine Software, die du draufspielen kannst? Nein. Als Händler. Das heißt, ihr seid auch als Händler blockiert. eine offizielle, dass wir jetzt von Shimano sagen, ja gut, der Motor kann ja mehr und wir machen jetzt mal ein bisschen mehr Leistung rein, das bietet keiner dieser Hersteller an. Okay, also Möglich wäre es durchaus, es ist ja auch nur eine Softwarefrage, aber es ist grundlegend nicht vorgesehen, weil du ansonsten ja in einem Bereich bist, wo dein Fahrzeug nicht mehr zulässig ist. Also die großen Hersteller bieten keine Möglichkeit, auch nicht für euch Händler, die Software zu ändern. Die ist da, glaube ich, fest verblombt in den Motoren. Gell? Genau, und es kommt auch immer ganz drauf an. Es ist ein Unterschied, ob du eine Nabenschaltung hast oder ob du jetzt eine Kettenschaltung hast. Auch das ist wieder eine grundlegende unterschiedliche Software. Ich habe nur gehört, die werden nämlich, das haben wir beide gesehen, da wurde, glaube ich, die Software verheiratet mit dem Motor. Weißt du noch, als wir gedreht haben in einem Werk, dessen Video nie freigegeben wurde? Dann sprechen wir von der Firmware, die wird dann aufgespielt, die ist dem Hersteller obliegt diese und der muss dann einfach gucken, dass er auch die richtige Software auf das Rad aufspielt. Es wäre dann blöd, wenn du jetzt, sage ich mal, eine Nabenschaltung hast, die kombinierst mit 85 Newtonmeter, weil dafür ist die Nabe nicht ausgelegt. Deswegen muss solche Sachen immer individuell auf das jeweilige Fahrrad angepasst werden. Auch was Laufradgröße etc. halt auch angeht. Ne? Also, du sagst, das ist unkompliziert, das Fahrzeug. Damit kannst du viel Freude haben die nächsten Jahre. Top-Komponenten drin, abgesehen von der Tektro E, wo wir ja nicht wissen, wie lange die noch hält. Aber du sagst, die machen keinen Schrott, die Tektro-Bremsen, ich habe selber eine, also funktionieren, wird da wohl auch gehen. Aber ich meine, du siehst mir nach, ich habe noch nie eine Tektro-Schaltung gesehen. Ja, ich merke, du bist total heiß drauf. Dann lasse ich dich jetzt gleich mal damit fahren. Nein, also es ist wirklich so. Aber keine Angst zu haben. Grundlegend das, was wir jetzt, also ich spreche jetzt nicht von Langzeittest oder ähnlichem, das, was wir erklärt bekommen haben, und da reden wir jetzt nicht von irgendwelchen Marketingallüren oder ähnlichem, sondern das technische Verständnis für das Produkt und wie es konzipiert ist und wie es funktioniert, hat das eigentlich schon Hand und Fuß für uns. Habt ihr auch die Kassettenersatzteile und so, die kommen jetzt nach noch?
Das kommt jetzt nach und nach, aber auch hier wäre es durchaus dann denkbar, nochmal auf Shimano umzurüsten oder ähnliches. Aber auch hier, das ist alles im Aufbau. Wir wissen aber auch, ich sage jetzt mal, wenn eine neue oder wie die neue 12-Gang Shimano rausgekommen ist, dann brauchst du im ersten Jahr meistens noch keinen Ersatzteil. Es sei denn, du reißt dir das Schaltwerk ab, dann sieht das immer anders aus. Aber auch da ist der Hersteller immer gerüstet, wo wir sagen können, du, aktuell hat der Großhandel das noch nicht lieferbar, schick mir mal so ein Schaltwerk, damit im Endeffekt der Kunde weiterfahren kann. Ja, habe ich ja ganz oft jetzt im Campingsektor, gibt neue Marken, wie zum Beispiel jetzt irgendwelche Klimaanlagen, die auf einmal aus Italien kommen, die es schon immer gab, aber nie so in der Masse dann da waren. Und da merkt man auf einmal, oh, die geht ja viel besser. Das ist so weil die vielleicht nicht zum Zug kamen. Also vielleicht ist das hier ja, glaube ich, auch eine tolle Chance für Tektro. Ja. Zumindest mal in Europa. Wahrscheinlich gibt es die Schaltung schon seit 500 Jahren in Fernost. So. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Nico Ockenfels mit einem tollen Produkt, was, denke ich mir, vielen Leuten ganz viel Freude machen wird. Vielleicht noch ganz kurz Thema Federung. Es ist ja ein Hardtail, das heißt also hinten nicht gefedert. Vorne hat es eine Federgabel mit drin und die hat eine Stahlgabel, die ist total unkompliziert, sagst du. Die kann im Regen stehen, die braucht wenig Wartung. Ja, im Endeffekt ist es einfach so, wir haben eine Stahlfeder, die über die Vorspannung funktioniert. Wir haben eine Lockout-Funktion, also eigentlich alles das, was für den normalen Endverbraucher eigentlich auch irgendwo reicht für diesen Einsatzzweck. Und wir haben eigentlich da keinerlei Reklamationen, auch von den Vorgängermodellen. Das Rad besticht einfach in seinem Konzept, in dem, wie es hier steht. Und so verkaufen wir es schlussendlich auch immer für den Nutzen gesehen. Wir beraten ja wirklich danach, der Kunde kommt rein und sagt uns erstmal, was er machen will. Und nicht, ich sage, das ist jetzt gerade das schönste Fahrrad, was wir die Woche haben. Das müssen Sie jetzt auf jeden Fall kaufen. Sondern wir beraten immer, sage ich mal, kundenorientiert. Und dann müssen wir natürlich erstmal so ein paar Fragen beantwortet bekommen. Wie wird es eingesetzt? Was will er machen? Wie weit will er fahren? Was ist der Anspruch? Und danach beraten wir dann. Ja, wir sind in St. Wendel. Kommen Sie doch mal hierher, kann ich nur sagen. Der Nico ist tief in seinem Herzen ein ganz netter Kerl. Und du bist aber selten an der Front, muss man sagen. Du bist also eher, ich sag mal, der Mann, der so die Orga zusammenhält, oder bist du schon mal im Laden? Ich bin schon mal im Laden, in den vergangenen Monaten durchaus immer mal mehr, aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle, die es dann halt auch mal gibt. Aber im aktuellen Fall eher wieder etwas weniger, weil ich andere Aufgaben natürlich übernehme. Es gibt aber in jeder Filiale auch Filialleiter, die auch Rede und Antwort stehen, auch wenn es mal ein Problem gibt. Ansonsten bin ich natürlich immer auch nochmal greifbar in jeglicher Form. Ja, ihr habt einen schönen Vorteil. Ihr seid ein echt großer Versandhändler, muss man sagen. Vielleicht nicht ganz so groß wie die allergrößten, aber bei euch landen zum Beispiel Calls nicht auf anonymen Hotlines, also wo die per Lohnarbeit quasi sagen, okay, jetzt antworte ich vielleicht mal dem Kunden XY, dann kommt der Kunde Z, dann kommt der Kunde, sondern man kommt tatsächlich hier raus und das schätzen die Kunden doch sehr. Das heißt also, man ist direkt ohne Ticket, du kennst das ja selber bei vielen Herstellern, da kriegst du ein Ticket gezogen, dann kommt dann vielen Dank, dass Sie so lange gewartet haben. Bitte hinterlassen Sie uns Ihre Nachricht nach dem Signal oder rufen Sie später nochmal an. Kennst du das? Also wir kennen dieses Ticketsystem rauf und runter. Es gibt ein Problem, bitte machen Sie mal ein Ticket. So ist es jetzt im Handel nicht. Ja, wir wissen aber auch um die schlechte Erreichbarkeit bei uns am Telefon. Das ist einfach der Zeit geschuldet. Immer in Saisonphasen ist das so. Wir können immer nur appellieren, einfach eine kurze E-Mail schicken. An wen? Einfach an info@wecycle.de ist der schnellste Weg. Wo wollen Sie hin? Welche Filiale? In die Werkstatt, in den Verkauf oder wie auch immer oder online. Und alles andere können wir dann so steuern, dass wir den Kunden zeitnah, das heißt innerhalb von vielleicht weniger Minuten oder weniger Stunden dann halt auch anrufen. Also wir gehen seltenst über den nächsten Tag hinaus, aber es ist einfach so klar, wenn ich jemanden anrufe, will ich ihn schnell erreichen und viele glauben immer, dass E-Mail so langsam ist, weil dann, ob die einer liest, ja, wir lesen sie deutlich schneller und viel, viel mehr wie noch das Telefon in der Bedienung, weil natürlich eine Telefonberatung auch viel, viel länger dauert und das wird halt dadurch halt auch geblockt und wenn Sie erst in eine Hotline kommen, die dann sagt, ja, wir machen ein Ticket, und das poppt bei uns auf. Dauert einfach zu lang. Wir geben dann die Informationen raus und kriegen vielleicht nur eine Teilinformation. Und so ist wenigstens ein Kollege dran, der helfen kann. Wo wollen Sie hin? In welche Richtung geht's? Das hilft immer besser. Das ist jetzt in der Nebensaison kein Problem. Da sind wir auch wieder telefonisch gut erreichbar.
aber in den Hauptsaisons, in den Spitzenzeiten, da wird es immer mal wieder eng. So, letzte Frage und dann bist du erlöst. Wir drehen ja heute am 27. September 2022. Du bekommst wieder mehr Ware, wie man sieht. Es ist ein bisschen mehr da. Teilweise sogar die Ware, die im Frühjahr kam, die herkommen. Es gab mal Zeiten, vielleicht kannst du dich ganz leicht daran erinnern, da ist man in so einen Laden reingegangen, hat gesagt, naja, was können Sie mir denn noch so am Preis machen? Kennst du den Spruch? Nee. Die letzten Jahre nicht mehr, oder? Die letzten Jahre nicht mehr, nein. Klar, jeder Markt verändert sich. Das ist immer Angebot und Nachfrage. Wir haben Räder, die sind jetzt durchaus wieder da. Wir sind die Letzten, die jetzt da auch darauf beharren und sagen, Mensch, Fahrräder sind so da geht nichts. Aber wir haben natürlich auch viele Räder und das ist auch mit unser stärkster Anbieter wie Cube, wo die Ware immer noch extrem handverlesen ist. Also ob wir... Darf ich mal zeigen? Da vorne steht ein ganz tolles, das werden wir, glaube ich, gleich filmen, oder? Genau. Das schwarze, was ist denn das für eins? Das ist jetzt ein... Warte mal, das könnte ein Crossrace TE sein. Ja, könnte sein, wenn du es richtig am Oberrohr gelesen hast. So, und da ist natürlich klar, Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel von einem Rad 500 Stück da hast und die Kunden kommen jetzt nicht alle, dann könnte es auch mal sein, dass es da auch mal einen anderen Preis gibt. Aber im Moment ist die Nachfrage nach wie vor noch sehr hoch. Ja, definitiv. Also ich persönlich bin selber überrascht über die hohe Nachfrage, auch jetzt zu der schlechteren Witterungszeit. Ja, es wird weniger, das ist auch ganz normal so. Es wäre schlimm, wenn ich jetzt behaupten würde, die Nachfrage ist wie im März, April, Mai. Nein, bei weitem nicht. Deswegen habe ich ja eben auch gesagt, Telefonerreichbarkeit, das wird jetzt alles wieder auch deutlich besser werden. Nur im Großen und Ganzen muss man natürlich halt auch sehen, viele Hersteller gehen dazu über, Modelle durchlaufen zu lassen. Das heißt, die Räder ändern sich nicht. Was sich aber ändert, ist der Preis. Also wenn ich eine Anfrage stelle, ich muss dabei nicht einen Gesamtsatz bilden. Da langt zum Beispiel auch im Betreff einfach nur letzter Preis. Bitte kurz, also ja, sagen wir mal so, Preisanfragen an sich. Gibt es das schon mal, dass Leute fragen am Preis? Ja, ich unterscheide aber auch, wenn da steht, ich kaufe es, sage ich mal, es kostet 2.000, ich kaufe es für 1.000, dann antworten wir da drauf, aber es wird sicherlich nicht zum Geschäft kommen. Ja, schon. So, hier sind wir bei Nico Ockenheiser. Weil ich musste das mal ansprechen, weil die meisten Leute nämlich gewohnt waren, dass es immer noch, was weiß ich, zumindest mal vielleicht eine Luftpumpe dabei gibt oder so. Aber wir können da offen drüber sprechen. Sofern sich der Markt in den nächsten 1 bis 2 Jahren wieder reguliert, wird sich das auch wieder in ein normales Gefüge geben. Ne? Das ist einfach so. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich sehe zu wenig Räder. Ich hätte gerne einen Cube Stereo, dann sage ich, ja, dann brauchen wir über 22 nicht mehr sprechen, dann reden wir über 23 und du bist jetzt schon an 5. oder 6. Stelle. Ne? Und die anderen haben schon längst gekauft oder vorbestellt. Es kommt immer auf das Modell drauf an. Also alles, was unmotorisiert ist, geht schon wieder einigermaßen, außer das Thema Gravel. Kinderräder, siehst du ja auch, sind auch vereinzelt jetzt wieder da, auch in verschiedenen Farben. Das war ja bis in den letzten 2 Jahren nie möglich. Die waren, wenn da 10 Stück kommen, sind die binnen einer Stunde weg. Also so schnell kannst du eigentlich gar nicht gucken. Und da muss man jetzt natürlich auch mal schauen, wo es halt langfristig dann halt auch hingeht. Aber im Endeffekt ist es uns einfach wichtig, dem Kunden den optimalen Service zu bieten. Wir verkaufen Produkte, die andere auch verkaufen und können eigentlich nur damit bestechen, einen besseren Service, eine bessere Beratung, all diese Faktoren mitzuspielen. Deswegen machen wir auch Videos zu den Produkten, um sie nochmal vorab zu präsentieren und gern mit dem Kunden dann auch weiter ins Detail. Was ist der Unterschied zu einem Crosstourer 2, 3? Will ich vielleicht auch ein bisschen mehr ausgeben oder weniger? Das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Ja, und uns für Sie als Info, das zahlen Sie uns auch mit, wenn Sie hier ein Fahrrad kaufen, diese tolle Videoproduktion. Aber der Vorteil ist natürlich, man sieht auch schon mal, was man geboten kriegt, nämlich eine hohe Fachkompetenz. Euch gibt es seit über 10 Jahren, weit über 10 Jahre, teilweise in Riegelsberg, glaube ich, noch länger. Das ist auch hier, war ein Vorgänger mit am Werk, wo ihr damit eingesprungen seid, als er, glaube ich, in Altersruhestand. Rente. Gegangen ist, das ist alles da. Ihr habt, ich glaube, über 30 Leute mittlerweile. Ja, wir sind jetzt knapp um die 30 Personen im Gesamten, haben natürlich auch stark aufgerüstet, was das angeht, wollen natürlich auch, dass der Kunde schneller bedient wird. Wir haben es ja immer wieder mal gesehen, also auch dieses Jahr war bei weitem nicht so, wie es sein sollte. Man plant immer viel, man macht viel, dann hat man doch wieder Ausfälle durch Corona Anfang der Saison und dann kann man doch wieder nicht die maximale Performance bieten, aber wir versuchen das immer zum Kunden hin zu kompensieren und die maximale Performance halt dann auch zu bieten, auch wenn es vielleicht dann in der Saison mal einen Tag länger dauert, aber wir sind immer am Ball.
So, also entscheiden Sie sich jetzt für den günstigen Versandhändler weit weg oder für Nico Ockenfeld. Der besticht durch seine freundliche Art 35 Mitarbeitern und ja, vielleicht einen freundlichen Gruß und einen guten Service. Besuchen können Sie das übrigens, Nico und sein Team, der nicht mehr zu haben ist, denn ist verheiratet und hat 2 Kinder, in Riegelsberg und in St. Wendel. Die Öffnungszeiten in beiden Läden? Von montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. Ja, und unser Nico, unser Model Nico wird sich jetzt mal drehen, bitte. Das Ganze finden Sie auch auf www.wecycle.de. Tschüss, Nico. Ciao. Sven.